Oh, ich bin heute in Österreich am Plansee, Heidhörner See. Ich starte heute vom Plansee aus, da wo es zur Staustufe hintergeht. Oh, und früher hat es hier eine landschaftlich angepasste Holzbrücke gehabt. Jetzt hat es hier eine unangepasste Stahlbrücke, aber weil es vielleicht ist strategisch wichtig und muss bombensicher sein. Die passt hier so richtig schön rein. Das Beton- und Stahlmonstrum. Naja, okay. Und da wird es dann hier zur Staustufe gehen. Ja. Und jetzt gehen wir da mal in den See rein. Heute mit dem Handyfilm. Ich Volltrottel habe meine Kamera daheim liegen lassen. Schauen wir mal, ob ich es hinkriege mit dem Handy. Bin ich mal gespannt. Ja, und hier das typisch Österreichisches. Von der Brücke springen ist verboten. Ausgenommen, man springt mit dem Fahrrad rein. Dann ist es erlaubt. Ja, ein kleiner Blick auf den Plansee. Zur Staustufe hinter. Und hier darf man scheinbar umsonst parken. Ohne dass man... Das ist kein Raubrittautomat und nichts. Bin mal gespannt, ob das wirklich stimmt oder ob es sich hier nicht um eine Touristenfalle handelt. Hier waren auch schon mehrere Touristen total verunsichert, dass man hier gebührenfrei parken darf. Ich bin mir auch etwas unsicher, aber es hat weit und breit nichts zu sehen. So, im Wasser drin. Jetzt fahren wir erstmal das schmale Teil dahinter. Aber ich schätze mal, wenn ich dann am frühen Nachmittag da rein will, dann wird wahrscheinlich eine Schlange sein. Da wird heute Ferien, da wird gut was los sein da drin. Oh, jetzt sind wir vor der Staustufe. Weiter dürfen wir nicht hin. Obwohl eigentlich nur Bahn verboten ist, aber ich nehme an, das geht auch für Kajakfahrer. Oh, und euer Kapitän Biberkaus 1 will wissen, seid ihr immer noch an Bord? Dann schreibt in die Kommentare Staustufe gesehen. Da ist die Staustufe. Ups, jetzt gehe ich gleich in Ordnungswidrigkeit. So, wieder zurück beim Denkmal des Spätbrutalismus. Ich bin dann gar nicht neugierig, nur positiv interessiert. Wenn ihr immer noch an Bord seid, schreibt in die Kommentare Denkmal gesehen. So, jetzt fahren wir also links entlang, den Plansee hinter, bevor die ganzen Motorradfahrer aufwachen und möglichst laut mit möglichst vielen Fehlzündungen da entlang fahren. Macht irgendwie Spaß hier mit einer möglichst großen Lautstärke entlang zu fahren. Immer sagenhaft. Da haben wir einen Osterbaum. Kein Weihnachtsbaum, ein Osterbaum. So, zur Straßenseite, also da kein Naturufer.
hat so eine Steinbefestigung. Naja, muss man so sehen. Ein Paradies für Schlangen und Eidechsen. Hier sind auch noch schöne Parkplätze, vermutlich auch for free. Und mit super Zugang zum Wasser. Geht immer wieder mal was runter an das Steinband. Weil da hinten ist dann die Wand eingewachsen. Da schaut ja nicht mehr so brutal aus. Ja, was ganz was Erstaunliches. Wird uns die Natur zugelassen? Weil du hast ein Stahlbetonkorsett, dass da ja nichts abgetragen wird. Ganz erstaunlich. Da liegt der ganze Kies im See drin. Erstaunlich. Es sieht so aus, als hat das Gasthaus schon offen. Da holen wir dann Cappuccino. Und Frühstückscappuccino. Das habe ich gern Knödel gefreut. Jetzt habe ich einen Ersatz. So, gern knödellose Pause beendet und weiter geht's. Aber wenn ich schon dabei bin, euer Kapitän Überklaus 1 will wissen, ob ihr immer noch dabei seid. Dann schreibt es in die Kommentare. Gern knödellose Pause. So, am Oberende angekommen. Da werde ich gleich meine ganze Radargruppe begrüßt. Ich bin euer Kapitän Überklaus 1. Wie wir wissen, seid ihr noch alle an Bord? Dann schreibt in die Kommentare, oberes Ende Plansee erreicht.
Schlauchbootkapitän. Jetzt bin ich ja genau gegenüber meinem Einstieg. Und jetzt geht es noch weiter in den Heiterwanger See. Wenn ihr noch dabei seid, schreibt in die Kommentare gegenüber dem Brückenmonster. So, jetzt geht es ja erstmal hin in die Bucht rein, was dann da zum Heiterwanger See geht. Also trödeln sollte ich vielleicht nicht. Es könnte am Nachmittag etwas interessant werden, vom Wetter her. So, auch hier ist die Brücke ersetzt worden durch einen Neubau. Aber wenigstens nicht durch so einen ganz so brutalen Neubau. Bei der mittelalterlichen, anmutenden Holzbrücke hat wohl der TÜV Albträume gekriegt. Das geht in der heutigen Zeit nicht mehr. So. Euer Kapitän ist im Heiterwanger See angekommen. Wenn ihr noch dabei seid, schreibt in die Kommentare Heiterwanger See. Was soll das die zweite Seabase? Wo die Seabase-Tag? Man kann sich täuschen, es war keine Seabase, es war eine Seasign. Ich dumm, dass die Freiboden halt eh nicht schauen, dass man weit nicht erkennt. So, am Campingplatz Heiterwanger See angekommen, mit einer Pause. Und Ihr Kapitän Biber Klaus 1 möchte wissen, ob Sie immer noch dabei sind. Dann schreibt Sie in die Kommentare Campingplatz. So, Pause beendet. Dann habe ich eine Augenpflege gemacht im Schatten, wie ich von der Sonne aufgeweckt worden bin. Und auf geht's. Jetzt zur Rückfahrt Richtung Plansee. Leider nicht wie geplant mit Rückenwind. Der Wind hat sich gedreht. Aber noch nicht besorgniserregend. So sieht es so aus. Jetzt hat der See 2 Ausgänge zum Entwässern. So, ich habe mich getäuscht am Land. Kann man bis auf den See, habe ich meinen Rückenwind. Das geht ganz leicht zurück. Das wäre echt ein Segelgut.
Das ist wieder Biber Klaus 1, euer Captain. Ich bin wieder neugierig, ob ihr noch dabei seid. Wenn ihr noch an Bord seid, dann schreibt in die Kommentare Rückenwindpaddler. Also jetzt gesagt, ganz easy Richtung heimatlichen Hafen. So, kurz vorm Ziel. Jetzt sind wir da bei der Brücke. So, war eine schöne Tour. Wetter hat mitgemacht. Und am Schluss, wie geplant, schön lange Strecke Rückenwind. So, und wenn ihr bis zum Schluss durchgehalten habt, Respekt, sagt euer Kapitän Biber Klaus 1. Schreibt in die Kommentare durchgehalten. Okay, bis zum nächsten Mal. Und all die es durchgehalten haben und mich nicht abonniert haben, da ist der Abonnier-Button. Draufdrücken, Glocke nicht vergessen und, ach ja, die neue Hüp-Funktion. Ganz wichtig, hüpen und nochmal hüpen. Schau mal, erstmal bis das Video rauskommt, wird es die Funktion wahrscheinlich schon gar nicht mehr geben.